Ist euch das Österreichisch und sein oft sehr andersartiges Vokabular auch manchmal ein Mysterium? Wir helfen euch heute, 3 typische Wörter bzw. Phrasen zu entschlüsseln. Los geht's! Grüß euch! Wir sind Nati und Verena aus Salzburg. Bei uns dreht sich alles um das Deutsch und das Leben in Österreich. Wir begleiten euch auf eurem Weg vom ersten Kontakt mit dem Dialekt bis hin zum Moment, wo Gespräche verstehen kein Problem mehr ist. Nummer 1. Rundum. Dieses Foto haben wir auf einem Stadtwanderweg in Wien gemacht. Es gibt insgesamt 14 Stadtwanderwege in Wien. Die sind echt super, probiert das aus. Infos gibt's in der Videobeschreibung. Auf dem Foto ist ein Wegweiser abgebildet, der uns die Richtung für den sogenannten Rundum-Weg gibt. Der Rundum-Weg ist ein Wanderweg in Wien, der zum 100-jährigen Jubiläum des Wiener Wald- und Wiesengürtels errichtet wurde. Wie ihr hier auf dem Foto sehen könnt, ist es ein Rundwanderweg, also insgesamt bilden alle Etappen gemeinsam einen Kreis rund um Wien. Und das genau meint auch der Name des Wanderwegs. Rundum ist Dialekt und heißt ganz einfach rundherum. Möchten wir nur herum sagen, wäre es im Dialekt dann umadum. Hier noch ein paar Beispiele. Ma, hast schon die Wolken gesehen? Es zirkt so komisch umadum. Ich glaube, da kommt halt nur ein Wetter. Was tust denn so blöd umadum? Konzentrier dich, dann geht das schon. Scheiß nicht so lang umadum, entscheid dich einfach für eine Sache. Dann mal nicht lang umadum, sondern machen wir weiter. Nummer 2. Hau die her, erfahr mehr. Das nächste Beispiel hat uns unsere Schwester aus Salzburg geschickt. Es ist kein einzelnes Wort, aber ein spannender Dialektsatz. Übrigens, wenn ihr auch Alltagsbeispiele in Österreich findet und sie gern erklärt haben möchtet, schickt uns gern die Fotos über unseren Instagram-Kanal. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eure Beispiele zukommen lässt. Aber kommen wir zurück zum Dialektsatz. Hier steht, hau die her, erfahr mehr. Habt ihr gehört, dass es sich auch reimt? Her und mehr ergibt einen schönen Reim, was die Macher dieser Werbung sicher beabsichtigt haben. Ja, aber was heißt's jetzt? In diesem Kontext ist hau die her eine Aufforderung, dass sich die Person, die die Aufschrift liest, auf das Bankerl setzen soll. Hau die her drückt also informell aus, komm her, komm, setz dich. Und wie ihr im Beispiel sehen könnt, sagen wir im Dialekt nicht dich, sondern verkürzen das zu die. Hauen ist aber ganz vielfältig einsetzbar. Wir benutzen hauen auch informell, um auszudrücken, dass wir uns meistens auf eine gemütliche Art und Weise wohin setzen. Zum Beispiel könnten wir sagen, ma, ich hau mich jetzt auf die Couch und schau mal eine Serie an. Das meint, dass ich mich jetzt auf das Sofa setze, es mir bequem mache und eine Serie ansehen werde. Hier könntet ihr auch das Verb gnutzen hören. Das erklären wir euch auch hier. Wir könnten es aber auch verwenden, um zu sagen, dass wir schlafen gehen. Dabei ändert sich aber die Vorsilbe und wir sagen statt her einfach hin oder hi. Also zum Beispiel, passt, es ist schon spät, ich hau mich hi. Damit möchten wir sagen, dass wir jetzt ins Bett gehen. Wenn es vom Kontext her klar ist, könnten wir auch meinen, dass wir uns zum Ausruhen hinlegen. Dann würden wir es wahrscheinlich so sagen. Ma, ich bin heute so miert, ich hau mich jetzt nur kurz hi, bevor wir zur Feier gehen. Wenn euch jetzt das Verb hauen und verschiedene Ausdrücke dazu interessieren, dann schaut euch gern diese 2 Videos an. Ihr lernt darin zum Beispiel, was ich hau mich über Heiser oder ich hau mich an bedeutet. Okay, jetzt verstehen wir also den ersten Teil unseres Beispiels. Mit hau die her möchte man, dass sich die Person auf diese Bank sitzt. Dann sehen wir erfahr mehr. Darunter sehen wir einen Pfeil, der zum QR-Code zeigt. Vielleicht könnt ihr es schon erraten. Hinter erfahr steckt erfahre. Das ist der Imperativ des Verbs erfahren. Es ist also ein Hinweis, dass man hier durch das Scannen des QR-Codes mehr Informationen bekommt, also mehr erfahren kann. Der ganze Satz meint also, komm, setz dich her und erfahre mehr. Übrigens, es gibt mit herhauen auch eine andere typische Phrase, um jemanden aufzufordern, sich einer Gruppe anzuschließen, anderen Gesellschaft zu leisten. Und zwar sagen wir da gern, hau die her, dann sind wir mehr. Es ist also eine sehr informelle Einladung, dass sich eine Person zu anderen normalerweise zum Tisch setzen soll, um gemeinsam zu reden und Zeit zu verbringen. Habt ihr diese Redewendung schon einmal gehört? Ich will jetzt aber mehr über das letzte Beispiel erfahren. Nummer 3. Grindig.
Im letzten Beispiel geht es uns nicht um den Satz, sondern um das in Österreich sehr typische Adjektiv, das dieser Satz enthält, nämlich grindig. Grindig ist in diesem Artikel zum Thema Österreichisch für Anfänger gelistet. Ihr solltet das Adjektiv also definitiv kennen. Grindig ist sehr umgangssprachlich und meint normalerweise sehr stark verschmutzt, sehr dreckig oder sehr ekelig. Wir benutzen es also, um auszudrücken, dass wir etwas grauslig, etwas abstoßend finden. Zum Beispiel könnten wir eine total verschmutzte Küche mit verschimmelten Essensresten als grindig bezeichnen und sagen, bah, ist das grindig. Aber auch bei einem sehr starken Gestank könnten wir sagen, ah, da stinkt's ja voll, bah, ist das grindig. In diesem Video erklären wir euch übrigens neben grindig auch noch andere typische Dialektverben für verschmutzen. Wir können aber auch eine Person als grindig bezeichnen. Dann meinen wir damit eine sehr ungepflegte oder auch eine unsympathische Person. Dabei ist grindig aber sehr abwertend gemeint. Für uns persönlich klingt grindig stark. Wir benutzen deshalb oft alternativ grauslig, um auszudrücken, dass wir eben etwas sehr eklig oder abstoßend finden. Wenn ihr aber das schon starke Adjektiv noch einmal verstärken möchtet, dann könnt ihr das zum Beispiel mit voll oder ur tun. Also, das ist echt voll grindig. Na, ich kann gar nicht hinschauen, ich finde das urgrindig. Übrigens, Grind beschrieb ursprünglich einfach einen Hautausschlag oder die Kruste einer Wunde, hat sich aber dann so entwickelt, dass wir es mittlerweile ganz universell dafür verwenden, wenn wir etwas grauslich finden. Und, was findet ihr grindig? Wir sagen wie immer Danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns nächsten Samstag wieder zu einem neuen Video. Bis dahin, wie immer nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch und Dialekt in Österreich. Doppelt so viel Spaß. Ma, das haut einfach nicht hin. Na geil, ich hau mich an. Kannst das du schnell weghauen? Ja, gib her, ich hau's schnell weg. Jetzt hau ich echt einen Hut drauf.